Guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du denn mitgebracht? Ein paar Blockflöten dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ich hatte also hohen Besuch, oder soll ich besser sagen tiefen Besuch von meiner Kollegin Bettina, die ihre richtig großen Flöten mitgebracht hat. Und von diesen großen Flöten stellen wir euch heute in diesem Video die Subbass-Blockflöte vor, die sehr tief klingt und ganze 2 Meter groß ist. Also Bettina war hier mit ihrem ganzen Arsenal an großen Blockflöten. Heute stellen wir euch die Subbass-Blockflöte vor. Sie hatte aber auch eine Großbass-Blockflöte mit und einen Knickbass. Und dazu haben wir auch schon Videos gedreht, die bekommt ihr dann demnächst zu sehen. Und ich habe ja gesagt, ich hatte tiefen Besuch, aber sie hatte auch was ganz Hohes mit, nämlich diese süße kleine Garkleinflöte. Und darüber werde ich auch noch ein Video für euch rausbringen. Jetzt zuerst mal zur Subbass-Blockflöte. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du denn mitgebracht? Ein paar Blockflöten dabei. Dann komm mal rein. Mal rein, mal gucken. Du wirst schon sehen, wie ich dich erwartet hier. So. So, Blockflöten, ja? Sicher? Genau, meine Blockflöten habe ich dabei. Alles klar. Bevor Bettina uns die Subbass-Blockflöte zeigen kann, hat sie noch einen anderen Job zu erledigen. Ja, herzlich willkommen, liebe Danke, Bettina. danke. Schön, dass du da bist. Ja, gerne doch. Ja, also erzähl doch mal was über dich. Wieso schneidest du hier rein mit solchen riesen Naja, Koffern? wir kennen uns halt gut durchs Flöten. Ich flöte ja auch, gebe Blockflötenunterricht und leite ein Ensemble. Und ich habe die schönen großen Blockflöten. Und zwar eine, werden wir später sehen, eine Subbass-Blockflöte und dann noch eine Großbass-Blockflöte und einen Knickbass. Und den wollte ich einfach mal zur Verfügung stellen, um den mal zu zeigen. Ja, und zuerst stellst du uns die Subbass-Blockflöte Die Subbass-Blockflöte, vor. genau. Das ist meine größte, genau. Können wir uns Genau. gleich angucken. So, dann mache ich mal das Köfferchen auf. Und da drin ist die Subbass-Blockflöte. Ein Blockflötlein. Genau, ein kleines Flötlein. Ja, zeig uns Genau. doch mal das. Das Kopfstück. Genau. Hier haben wir das Kopfstück, das große. Kennt das schon. Zeig uns doch mal, dass das wirklich eine Blockflöte ist. Das muss er erst mal beweisen. Gibt es da einen Block? Da gibt es einen Block. Die Frage ist, ob man den sieht. Hier könnte man was aufmachen. Das kriege ich nicht ab. Da ist er also drin. Da ist ein Block drin, genau. Der ist allerdings auch so groß, der sieht natürlich völlig anders aus. Oh, ich krieg ihn Du nicht. kannst uns den ja von unten zeigen, aus dem Windkanal. Also ich meine, genau, aus dem Labium. Genau. Also hier Genau. ist der Block, ne, der dann Da ist der Block. umgeht. Also es ist wirklich eine Blockflöte. Dann schauen wir mal nach den anderen Teilen. So, als nächstes kommt das Mittelteil mit den vielen Klappen. Das ist dieses. Das hat jetzt ganz viele Klappen. Das einzige, also alle Grifflöcher haben Klappen bis auf das Daumenloch. Das wird so betätigt. Kannst du mal näher rankommen, dass wir mal Aber- sehen, wie groß der Daumen sein muss? Du hast ja eher einen kleinen Daumen, Einen ne? kleinen Daumen, genau. Da ist man schon ordentlich. Und was ist dann das Halbloch, wenn du jetzt hohe Töne spielen na, musst? trotzdem so ein bisschen. So ein bisschen. Nein, so ein bisschen. Genau. So. Der verschwindet fast. Der da drin, verschwindet. Den könnte man Wir kommen rein. sogar reinstecken. Ne? Genau. Und die Klappen vorne, Und die die kannst du uns Klappen? auch zeigen? Die sind jetzt hier, da haben wir das erste Loch ist für den Zeigefinger, wie immer, der hat diese Klappe und alle anderen Löcher sind so weit unten, dass man dafür Klappen braucht. Der Mittelfinger und der Ringfinger hat da unten, so, das wäre die. Und die Unterhand, die kommt hier hin, die hat hier einmal der Zeigefinger so eine Ringklappe für Halbtöne und sieht man jetzt hier die Klappen besser? Genau, und das Teil für den kleinen Finger, das ist unten am Fußstück. Das fehlt noch. Und dieses Fußstückchen, das schauen wir uns jetzt mal Das an. hole ich auch noch mal hoch. Das letzte Teil, das ist das Fußteil. Die haben wir jetzt ganz lange Klappen dran, weil, hatten wir vorhin gesehen, bei dem Mittelstück landet ja der kleine Finger so weit oben. Und diese beiden Klappen sind dann unten für die tiefsten Töne. So, der Subbass ist ja eine F-Blockflöte. Das heißt, wenn ich beide zumache, dann habe ich ein F.
Und wenn ich nur das eine zumache, ein Fiss. Ja, und dann gibt es ja da noch so ein Teil, so ein Rohr. Du meinst sicher dieses hier? Ja. Das ist nämlich das Anblasrohr. So, das hier haben wir das Anblasrohr. Wenn die Flöte nachher zusammengebaut ist, dann ist sie ja bis zu 2 Meter, also ungefähr 2 Meter hoch. Und weil man dann natürlich nicht reinpusten kann oben in so ein hohes Instrument, kommt das hier oben in das Kopfstück rein und hier unten kann man dann hineinpusten. Gut, jetzt wollen wir aber mal die ganze Jawohl. Flöte zusammengebaut sehen. Genau, fangen wir von unten an. Vielleicht sogar schon abstellen. Das ist das Fußteil. Da kommt jetzt das Mittelstück rauf. So, aufpassen, dass die Klappen hier nicht zusammenstoßen. Oh ja. Ist drin. Und die Klappe ist jetzt schon an der richtigen Stelle Ja, fertig? ja, so ein bisschen ziehen, drehen müssen wir noch. Gut, hast du es? Ich hab's, ja. So, dann kommt das große Kopfteil. Das kommt hier oben rauf. Oh, die Lampe. Oh, genau. Ja, meine Designlampe. Genau. Die hast aber gut eingefettet. Ja, anders geht's auch gar nicht. Das ist jetzt das und zu allerletzt das Anblasrohr. Das kommt hier oben in diese Tülle oder genau. Da muss man vorsichtig ein bisschen hin und her. Genau. Und dann ist der Subbass eigentlich spielfertig. Mehr! Jetzt wollen alle den tiefsten Ton mal hören. Genau, das war das F. Das ist das F, ne? Wie viel tiefer ist dieses F jetzt als zum Beispiel ein normales Sopranblockflöten-F? Ah, okay. Tenor, Großbass, 3 Oktaven. Der Tenor ist eine, der Großbass ist die zweite und der Subbass ist die dritte. 3 Oktaven tiefer. Okay, wir lassen das mal den Zuschauern, überlassen das denen mal, das auszurechnen. Wer das weiß, schreibt mal in die Kommentare. Genau, ja. Das ist wirklich ein schöner Anblick so. Darf ich auch mal probieren? Aber bitte. Hast du? Ja, genau. Und ja. Das ist lange her. Du hast den Vorteil, du brauchst ja die nicht um den Hals zu hängen. Ist richtig, genau. Ganz, ganz locker. Locker bläst, sonst, genau. Aber ganz, so ein Ich glaube, ich brauche das doch noch ein bisschen höher hier. Ja, den Schon überblasen jetzt. Ja. Ne? Bettina, ich glaube, ich habe kein Talent dafür. Okay, Hand tut schon weh. Ich überlasse dir das Feld. So, wir zeigen das machen. im Vergleich mal eine normale Bassblockflöte. Ja, Ja, das ist also das Kind von der. genau. Die müsste ungefähr doppelt so groß sein. Die sind ja immer doppelt so groß. Ja, die klingt ja doppelt genau. so tief. Ne? Genau. Ungefähr passt. Ja, Genau. haut hin, ne? Ja. Ja. Und die kommen mir jetzt vor wie eine Sopranino hier. Also diese Flöte ist, wie du schon gesagt hast, glaube ich vorhin, 2 Meter. Circa 2 Meter, genau. Genau. Und mit dem Stachel da unten könnte man die noch... Richtig, da unten ist so höher eine machen. kleine Schraube. Hier, wenn jemand jetzt ganz groß ist, dann kann man hier so einen Stachel rausziehen und den darauf stellen, aber Dann geht's. naja, ist ja gut. Genau. Die Schalllöcher unten, das sind die hier. Die Luft muss ja irgendwo raus, weil hier ist es ja zu mit dem Stachel und damit da die Luft, die bei den anderen Flöten unten rauskommt, sind hier die Löcher. Und welche Holzart ist Das ist Birne, Birnbaum. Wo setzt du diese Subbass-Blockflöte ein zum Beispiel? Ja, denn im Ensemble bei uns, also manchmal, wenn wir genug Spieler sind, dann kann man auch so doppelchörig spielen. Also der obere Chor hat Sopran, Alttenor, Bass und darunter haben wir den Tenor, Bass, Großbass und Subbass. Oder wenn wir nur 4 Stimmen haben, kann man auch den Bass verdoppeln, dass man den unten nochmal spielt. Das klingt dann auch schöner und voller. Bei den Orgeln heißt es aber 4 Fuß und 8 Fuß, je nach Länge der Orgelpfeifen ist es dann einmal mit den Tiefinstrumenten die 8 Fuß Lage und das andere ist 4 Fuß. Ja, vielen Dank, Bettina, dass du hier mit deinen Koffern und deinem Karren anmarschiert bist Na und klar. uns diese Flöte gezeigt hast. Bestimmt habt ihr noch ganz viele Fragen dazu. Witzig ist es auch, wenn man mit dem Koffer durch die Gegend fährt und dann sprechen einen Leute an, was man denn da für ein Instrument drin hat. Und wenn man sagt, meine Blockflöte, dann denken die immer, man ist bescheuert oder so. Gut, vielen Dank, Bettina. Gerne.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und seid nächstes Mal wieder dabei auf Veras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!